Es ist eines dieser hartnäckigen Probleme, die den Alltag zur Qual machen. Ein ständiges Räuspern, ein belegtes Gefühl beim Sprechen und das Gefühl, einen Frosch im Hals zu haben, der sich einfach nicht mehr vertreiben lässt. Schleim ist in deiner Biologie eigentlich ein Held. Er fungiert als klebriges Schutzschild, das Krankheitserreger und Partikel einfängt, bevor sie tiefer in dein System eindringen können. Doch wenn die Produktion aus dem Ruder läuft, wird aus dem Schutzschild ein zähes Hindernis. Heutzutage wissen wir, dass wir diesen Schleim nicht einfach nur wegräuspern können, ohne die empfindlichen Schleimhäute zu reizen. Stattdessen nutzen wir gezielte biochemische und physikalische Strategien, um die Viskosität des Sekrets zu verändern, um den Abtransport zu beschleunigen. Nummer 1. Salzwassergurgeln. Die wohl unterschätzteste Waffe gegen Zehenschleim ist eine hochgesättigte Salzwasserlösung. Wenn du mit lauwarmem Wasser und einer ordentlichen Portion Meersalz gurgelst, machst du dir das physikalische Prinzip der Osmose zunutze. Das Salz entzieht dem entzündeten Gewebe und dem festsitzenden Schleim überschüssiges Wasser. Dadurch verliert der Schleim seine klebrige Konsistenz und lässt sich deutlich leichter lösen. Zudem wirkt das Salz direkt antimikrobiell und beruhigt die gereizten Rezeptoren in deinem Rachen. Nummer 2. Zwiebelsirup. Was deine Oma schon wusste, wird heute durch die Molekularbiologie bestätigt. Zwiebeln enthalten enorme Mengen an Quercetin und spezifischen Schwefelverbindungen. Wenn du eine Zwiebel schneidest und sie mit Honig oder Zucker ziehen lässt, entsteht ein Sirup, der wie eine biochemische Schere wirkt. Die Schwefelverbindungen haben die faszinierende Eigenschaft, die Disfluidbrücken innerhalb der Schleimmoleküle aufzubrechen. Der Schleim verliert seine netzartige Struktur, wird flüssiger und verliert seine Haftkraft an den Wänden deiner Atemwege. Es ist ein natürliches Mukolytikum, das den Schleim von innen heraus zerschneidet, während der Honig gleichzeitig einen schützenden Film über die gereizten Nervenenden legt. Nummer 3. Apfelessig. Zäher Schleim liebt ein bestimmtes Milieu, um seine Struktur beizubehalten. Hier kommt Apfelessig ins Spiel. Die enthaltene Essigsäure verändert kurzzeitig den pH-Wert in deinem Rachenraum. Diese saure Umgebung wirkt wie ein Lösungsmittel auf die Proteine im Schleim. Ein Teelöffel Apfelessig in einem Glas warmem Wasser hilft dabei, den Schleim regelrecht aufzuspalten. Zudem wirkt Apfelessig leicht astringierend, was bedeutet, dass sich das Gewebe leicht zusammenzieht und der Schleim weniger Fläche findet, um sich festzuklammern. Nummer 4. Thymian-Inhalation. Thymian ist weit mehr als ein Küchenkraut. Es enthält ätherische Öle wie Thymol und Carvacol sowie spezifische Saponine. Wenn du mit Thyamin inhalierst, gelangen diese Wirkstoffe direkt an den Ort des Geschehens. Saponine wirken wie eine biologische Seife. Sie setzen die Oberflächenspannung des Schleims herab. Noch spannender ist jedoch der Effekt auf den Vagusnerv in deiner Speiseröhre. Die Inhaltsstoffe stimulieren reflektorisch die Bronchialdrüsen, mehr dünnflüssiges Sekret zu produzieren. Dieser Verdünnungseffekt sorgt dafür, dass der alte zähe Schleim unterwandert und quasi von unten weggeschwemmt wird. Nummer 5. Maximale Fließkraft durch Hydration. Der wichtigste Trick ist in Wahrheit die Basis aller anderen, die interne Hydration. Schleim besteht zu etwa 95% aus Wasser. Wenn du dehydriert bist, sinkt dieser Anteil und die Muzine verklumpen zu einer gummiartigen Masse, die fast unmöglich abzuhusten ist. Durch das Trinken von warmem Wasser oder Kräutertees in kurzen Abständen flutest du dein System. Das Wasser wird vom Körper genutzt, um die Schleimstruktur von der Basis her wieder aufzusättigen. Stell dir vor, du versuchst getrocknete Farbe von einem Pinsel zu waschen. Ohne genug Wasser ist es unmöglich. Warme Flüssigkeiten fördern zudem die Durchblutung der Schleimhäute, was den Abtransport über die Flimmerhärchen massiv beschleunigt. Möchtest du jetzt noch wissen, was passiert, wenn du deinen Bauch in Frischhaltefolie einwickelst, dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.